Hilfe, der Frühling kommt, der Garten liegt brach und ich habe wieder so viele Fragen. Warum gehen meine Tomaten eigentlich immer ein? Und was pflanze ich wohin? Und wie war das nochmal mit dem Kompost? Ich bin Kathi und zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist, in einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. Künstliche Intelligenz für den Garten? Genau. Ich zeige dir heute, wie du mit ChatGPT dein Beet planst, deine Pflanzen pflegst, neue Dinge für deinen Garten baust, gebe dir Tipps, wie du natürlich die kreativsten und besten Ideen für deinen Garten generieren kannst und habe zum Schluss ein kleines Anwendungsbeispiel, das vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist mit ChatGPT für deinen Garten. Du erreichst ChatGPT im Internet unter chatgpt.com oder aber per App auf deinem Handy oder Tablet. Starten wir mit der Beetplanung. Du möchtest ein neues Beet planen, weißt aber nicht so ganz genau, welche Pflanzen eigentlich zusammenpassen. Und da lässt du dir jetzt von ChatGPT helfen. Erstelle mir einen Pflanzplan für ein sonniges Beet, 2 mal 3 Meter mit Mischkultur. Ich möchte Tomaten, Kartoffeln, Salat und Kräuter pflanzen. Jetzt bekommst du einen ausgewogenen Plan für dein Beet, inklusive diversen Hinweisen, welche Pflanzen gut zueinander passen oder welche du auch nicht nebeneinander pflanzen solltest. So passen Tomaten neben Basilikum oder Kartoffeln gut neben Zwiebeln. Je genauer du beschreiben kannst, wie das Beet und dein Garten aussieht, ist es sehr sonnig, wie ist der Boden, wie viel Platz hast du, je besser werden natürlich dann auch die Antworten. Wie schaut es denn jetzt mit der Pflanzenpflege aus? Ich kann das immer sehr gut gebrauchen. Meine Zucchini bekommt gelbe Blätter. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Jetzt bekommst du nicht nur mögliche Ursachen genannt, wie Nährstoffmangel oder zu viel Wasser, sondern auch konkrete Tipps für die Rettung deiner Pflanze. Wenn du es dir an der Stelle ganz einfach machen willst, dann fotografiere die Pflanze einfach, lad sie in ChatGPT hoch und lass dir die Analyse per Foto geben. Jetzt möchtest du aber nicht immer im Beet rumwühlen, sondern willst dich auch handwerklich betätigen und baust sowieso sehr gerne und wolltest schon immer mal ein Hochbeet oder ein Gewächshaus haben. Dann frag doch ChatGPT ganz einfach nach einer Schritt-für-Schritt Bauanleitung. Gib mir eine einfache Bauanleitung für ein Hochbeet aus Europaletten. Was brauche ich und wie baue ich es Schritt für Schritt? Was jetzt kommt, ist natürlich keine Überraschung, eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das Ganze umsetzen kannst. Wenn du es ganz speziell für dich machen willst, dann gib ihm einfach in der Anfrage noch mit, zum Beispiel, welche Werkzeuge du hast und benutzen willst. Oder lass dir gleich eine Einkaufsliste im Baumarkt erstellen, damit du sofort loslegen kannst und alles zusammensuchen. Du siehst, ChatGPT kann also nicht nur mit dir schreiben, sondern dich auch bei richtig praktischen Aufgaben unterstützen und dir so sagen, wie du deinen Garten planen oder auch diverse Dinge bauen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie ChatGPT dir dein Leben auch in anderen Bereichen erleichtern kann, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, was du kostenlos herunterladen kannst. In dem gebe ich dir eine kurze und einfache Einführung in das Thema ChatGPT und habe dir aus 9 Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten Prompts zur Verfügung gestellt, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Jetzt aber schnell zu den Tipps, wie du richtig gute Ideen für deinen Garten bekommst. Beschreibe deinen Garten so konkret wie möglich. Je mehr ChatGPT weiß, desto besser kann er dir natürlich helfen. Stelle Fragen wie an eine Gärtnerin oder einen Gärtner. Frag ChatGPT wie einen echten Gartenprofi ruhig mit, was empfiehlst du oder was muss ich beachten. Kombiniere mehrere Informationen zu einem Prompt, also zu einer Anweisung. Wenn du Plan, Problem und Ziel nennst, bekommt ChatGPT mehr Kontext und kann dir somit viel bessere Antworten geben. Bitte um Listen, Tabellen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Gerade im Garten helfen ganz klare Strukturen wie zum Beispiel die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir gerade gesehen haben. Sag, für wen oder was die Idee gedacht ist. Bist du Anfänger oder Anfängerin? Hast du eine Familie mit kleinen Kindern oder aber ist es ein Seniorengarten? Das macht einen Unterschied in den Antworten, die du bekommst. Ich finde es ziemlich genial, weil so kannst du ja nicht nur dir bestimmte Pflegetipps für Pflanzen geben lassen, sondern kannst deinen ganzen Garten gestalten, kannst einen Plan machen und kannst auch dir richtig Bauanleitungen geben lassen und Beetgestaltung praktizieren. Kommen wir jetzt zum Bonus, in dem wir etwas spirituell werden. Erstelle mir einen Gartenkalender für April nach den Mondphasen mit den Terminen zum Säen, Pflanzen und Ernten. Da ChatGPT auch in der kostenlosen Version ja heutzutage das Internet benutzen darf, nimmt er sogar die Mondphase vom April 2025 her und gibt mir explizit eine ganze Anleitung, wann welche Dinge gut zu tun sind. So ist es also vollkommen egal, welche Bedürfnisse du für deinen Garten hast. Arbeitest du nach dem Mondkalender? Ist er sehr schattig? Ist er sehr sonnig? Einfach
Vollkommen egal, ob du zur Pflanzenpflege oder aber auch zum Bauen von Hochbeeten und Gewächshäusern Informationen und Anleitungen benutzt. Ich glaube, an der Stelle ist ChatGPT wirklich gar nicht so schlecht. Probier es doch mal aus und schreib mir gerne in die Kommentare, ob es für dich funktioniert, was du so gemacht hast und wie du damit zurechtkommst. Hat dir mein Video gefallen, dann hinterlasse gerne einen Like und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der nützlichen Tipps mehr verpasst, in denen ich dir zeige, wie nützlich die KI auch für deinen Alltag ist. Für heute sage ich Danke und Tschüss.